angenehme Musik. Jo, Alter. Ich werde bestimmt gut schlafen. Hi, mein Name ist Micha und ich bin tatsächlich Pastor. Willkommen zum dritten Teil, eigentlich nur der Demo vom dritten Teil von Faith, Unholy Trilogy. Dem Pixel-Horror-Spiel, was mir schlaflose Nächte bereitet hat, obwohl es ein relativ kurzes Spiel ist, ein relativ grafisch simples Spiel, aber so horrormäßig wie kaum ein zweites, was ich kenne. Ich kann diesen Teil nur spielen, weil die Katze mich diesmal wieder unterstützt und gesagt hat, komm, es ist nur eine Demo. Wir schauen mal rein. Wir spielen Faith 3. Endlich. Also zumindest die Demo von Faith 3. Kann ich noch mal? Ja, ich kann noch alles, was ich kann. Das Spiel scheint in einer Hotellobby zu spielen. Ist das so? Nehmen wir das so hin? Ich kann nicht rausgehen. Ich kann immer noch nicht rennen, leider. Und ich kann immer noch nur alles... Ah! Exorzist. So. Oh, schön, ein Brief. Das ist nett. Hello, Mr. Ward. Ich bin sehr betrübt, dass ich Sie betrübt habe. Okay, die Übersetzung passt nicht so gut von mir. Mein Fehler. Mir geht's perfekt. Mir geht's einfach gut. Ich habe mich nicht so gefühlt, wie ich selber mich immer fühlen sollte. Also ich habe mich nicht nach mir gefühlt. Aber wie dem auch sei, jetzt geht's mir much better. Jetzt geht's mir viel besser. Bitte machen Sie sich keine Mühe, extra rüberzukommen, um mich zu besuchen. Ich habe entschieden, dass ich eine verlängerte Urlaubszeit auf dem Land machen werde. Und deshalb werden Sie mich nicht zu Hause finden. Herzlichst Ihre Lisa Person. I should check my other notes from Lisa. Ich sollte meine anderen Notizen von Lisa checken. Notes. John. Für dich ist das der einzige Weg, auf dem ich dich kontaktieren kann. Ach nein, jetzt, für now. Für jetzt ist das der einzige Weg, auf dem ich dich kontaktieren kann. Ich denke, Sie beobachten mich. Ich brauche unbedingt, dass du zurückkommst zu mir, sobald du kannst. Die Situation ist viel schlimmer geworden. Meine Adresse ist dies und jenes. Danke dir, Lisa, PS. Wenn aus irgendeinem Grund ich nicht antworten werde an der Tür, dann hol dir den Ersatzschlüssel von meiner Freundin Tiffany. Okay. Resumo. Dann gehen wir mal zu Tiffany. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. Okay, hier ist Keller oder oben? Blöd. Ich wette, hier kommt Mortis, ja? Wette? 3, 2, 1. Mortis. Mortis. Know it! Das eine an dem Spiel, was sich verbessern würde, ist weniger sterben. Nein, ist wahrscheinlich... Oh, der Spiegel sieht interessant. Kann ich hier rein? Nein. Das eine, was ich verändern würde, ist, dass der Hauptcharakter ein bisschen schneller sein müsste. Das stört sehr. Andererseits, als guter Priester nehme ich mir die Zeit, um mich vorzubereiten auf die Seelsorge, die ich gleich tun werde hier. Alle Spiegel sind zertrümmert. 2b. Halt, warte mal. Sie hat doch was geschrieben von Nachbarin, oder? Sie ist in 5a. Nee, da steht nur Freundin. Jojo, gehen wir weiter. Noch den Fahrstuhl nehmen, aber das ist total witzfrei. Niemand will Fahrstuhl fahren. Oh, die Tür sieht offen aus. 2a. Blut. Ein Schwert. Ein Fernseher. Was kommt? Ist keine Fernbedienung. Okay, das geht. Warum blinzelt das? Aber es tut sich nichts. Blink. Blink. Springer auf B3. Dann ist jemand eskaliert und deshalb ist hier überall Blut. Jeder initiierte Gefolgsmann weiß, dass, um den zweiten Tod zu bringen, man muss 7
Opfer bringen. One must sacrifice 7. By passing then through the carved out of the... Ach, da fehlen Worte, ne? Man muss 7 sonst was, indem man sie durch die sonst was lalala bringt, opfern. Das ist ausgeschnitzt aus unreinen Körpern. Ihren Gesichtern. Aha. Dann soll die unaussprechliche Belohnung der mit dem zweiten Tod sein. So war das Schicksal der Hure Amy. Mein geliebter Gary liebt euch, hat seinen Blick viel zu weit nach unten gesetzt. Ich werde sie übertreffen. Also Amy. Jemand ist hier eifersüchtig auf Amy, die besessen worden ist. Und Gary, der ja der Anführer dieser Sekte ist, Gary loves you, da möchte jemand sich bei dem beliebt machen. Das Spiel hat total die Lore, das ist sogar nur die Demo, ne? Eine Tür! Der Fernseher ist da. Der Schlüssel ist da. Das Blut ist da. Was ist denn hier in dem Hotel los, aber? Also bei mir ist das ordentlicher, muss ich sagen, wenn ich irgendwo in einem Hotel mich einmiete. Ich weiß ja nicht, ob das an dem Bundesstaat liegt in den USA. Schlüssel ist immer gut. Finden wir noch nicht raus. Zico! Kann ich dich jetzt austreiben? Ich mag die Face-Spiele total gerne. Jetzt hat's gespeichert, das ist gut. Speichern ist beruhigend. Ich höre Schritte. Schritte sind nicht so beruhigend. Wir sind schon in 4b. In 5a ist unsere gute Freundin, ne? 4a, hier kann ich auch noch nichts machen. Nein. Das war doch bestimmt der Spare Key, ne, den ich jetzt holen soll. Für 5a. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Langsam ergibt alles einen Sinn, sprach er. Dachte sich nichts weiter und stieg die Treppen hinauf wie ein Idiot. So, hey, ein umgedrehtes Kreuz, oder? Ich weiß, was runtergefallen ist. Das war mit dem Schlüssel. Jo. Mensch. Hast aber keinen guten Einrichtungsgeschmack hier. Soll mir der Pfeil nach rechts etwas sagen? Irgendeine Form von Versiegelung blockiert meinen Weg. Ein Schlüssel. Wenn du das Siegel von Alu brechen möchtest, liegt deine Antwort in den blutgeschmierten Messer und der Dunkelheit darunter. Aber nur die aufgestiegen sind auf den höchsten Punkt, kann niedersteigen in die allertiefste Tiefe. Erinnere dich daran. Gary loves you. Heißt das, ich muss wieder ein paar Stockwerke runter zu diesem Messer? Aber dafür ist bestimmt nicht der Schlüssel da. One does not know. Wir gehen erstmal weiter rauf, dann haben wir alles. Dann nehmen wir den Fahrstuhl wieder runter, ne? 5B. Man muss immer zickzack gehen hier. Was für ein bescheuerter Brand. Wenn jetzt hier ein Brandfall wäre, ne? Nur mal angenommen, jetzt würde hier ein Feuer ausbrechen. Du darfst nicht den Fahrstuhl nehmen. Oder nehmen wir mal an, da ist ein Dämon in dem Hotel oder in dem Apartmenthaus. Du darfst keinen Fahrstuhl nehmen. Du musst hier den ganzen Weg gehen und jedes einzelne. Und stell dir jetzt mal vor, du darfst nicht rennen, weil du irgendwie, weiß nicht, was am Knie hast, wie unser Priester hier. Und schon, zack. Ärgerst du dich, ne? Hast ein Problem. Hey, das kann man ausschreiben. Wie cool ist das denn? So. Ich habe endlich meinen eigenen Platz in der Stadt gefunden. Nicht mehr nervige Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Das ist genderneutral. Ich habe ein ganzes Apartment nur für mich. Das Gebäude ist nett. Es scheint neu. Die Nachbarn sind ein bisschen seltsam allerdings. Die kommen immer und bringen Essen und so weiter vorbei. Eigentlich macht mich das sogar ein bisschen krank.
Ein anderes Ding ist die Spiegel. Die sind überall in den Fluren. Das ist nett, denn ich kann so um Ecken gucken, was mich sicherer fühlen lässt. Aber es ist immer noch ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber wenn ich mich selber anschaue in diesen Spiegeln, fühle ich, dass das nicht ich bin in der Reflexion. Natürlich, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit heute, hat der Fahrstuhl nicht mal funktioniert, so dass ich die ganzen die Einwegtreppen den ganzen Weg auf in den 6. Stock machen musste. Dann habe ich bemerkt, dass all die Spiegel zerschmettert waren. Heißt es zerschmettert? Das heißt nicht zerschmettert im Deutschen, ne? Es gibt keinen 7. Stock. Vielen Dank. Weißt du was? Nehmen wir doch den Fahrstuhl in den 7. Stock. Gucken, was passiert. Es gibt keinen 7. Stock. Ich spiele immer noch nur eine Demo-Version, ne? Ich habe das Gefühl, ich spiele schon wieder ein volles Spiel hier. Geile Musik. Der Flur? 7. Doch, es gibt 7. Nein, es gibt nicht 7. Niemand hat je gesagt, es gibt einen 7. Stock. Fahren wir in die 8. Musik ist überhaupt nicht Psycho. 8a ist offen. Wer wohnt in der 8a? Jemand Normales. Unsere Schwester Tiffany ist gegen den Willen von dem Unaussprechlichen gegangen. Ich dachte, ich konnte ihr vertrauen, aber ich habe mich geirrt. Geht weiter vor mit dem originalen Plan. Die Frau in 5a wird unser Gefäß sein. Lasst ihren gläubigen Freund kommen, um sie zu retten. Der Unaussprechliche wird sie beide zerstören. Ich bin der Pious Friend. Ich habe Freunde. Sehr gut. One eternity later. Viel zu wenig Spiele, die so sind. Guck, das meine ich mit der Musik. Opfere das, an dem du hängst. Nee, ein Schlüssel, an dem hänge ich. Ich gehe mal deswegen rein. Keller. Dumbwaiter? Ich weiß nicht, was ein Dumbwaiter ist. Wahrscheinlich dieses Ding, wo du so eine Klappe aufmachst und den Müll reingibst und so weiter, oder? Wie man es benutzt. Erstens, ziehen Sie den Griff und öffnen Sie die Klappe. Zweitens, platzieren Sie den Gegenstand oder das Lebewesen, was geopfert werden soll, in den Container. Drittens, ziehen Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu schließen. Viertens, drücken Sie den Knopf, um dieses Gerät, also wie heißt das? Ich weiß nicht, diesen Fahrstuhl, in den Keller zu schicken. Ein Licht wird rot blinken, wenn es vollendet ist. Fünftens, bitte stellen Sie sicher, dass das Opfer nicht innerhalb des Containers rumwackeln kann. Sechstens, öffnen Sie nicht die Klappe, sobald das komische Fahrstuhlgerät den Keller erreicht hat. Ich habe nicht genug Ohrstöpsel und ich bin es müde, dass Menschen diese verlieren. Bitte warten Sie für das grüne Licht oder auf das grüne Licht, bevor Sie es weiter benutzen. Du hast recht, Katze. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden. Sollen wir jetzt irgendwen opfern? Nein. Guck mal, grünes Licht, ich darf es benutzen. Give up the cross? Never. Andererseits stand draußen an der Tür Sacrifice to what you cling, ne? Also Opfer an was du hängst. Ja. So sei es. Jetzt bin ich ein Priester ohne Kreuz. Ich habe nur noch mein Collar und meine blaue Hautfarbe. Und ein ganz paar Kerzen. Warum speichert das Spiel jetzt nicht? Ich glaube, das war keine gute Entscheidung, ne? Ihr habt richtig. Da stehen Dämonen. Okay. Dann nehmen wir den Fahrstuhl und fahren runter. Oh, jetzt ist er beleuchtet. In die 8.
Da kann ich nämlich dann runtergehen. Die Musik wird langsamer. 6. Ich habe 8 gedrückt, nicht runter. 4. Was? Du, Halunke. Wo war jetzt das Zimmer von meiner Bekannten? Das war 4B dann wahrscheinlich, ne? Welt. Es geht schon wieder los mit meinem Puls hier. Ha, it's a camera. Ha! Es ist eine Kamera. What the... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann immer den Blitz auslösen. Oh nein. Spiel, ich hasse dich. Ich habe dich immer gehasst. Hier habe ich gespeichert, immerhin. Die Tür da oben ist auf. Das war doch die Tür, die verschlossen war. Ja. Okay. Links geht's lang. Habe ich begrenzt viele Blitze? Ich sehe keine Anzeige auf. Okay. Euch will ich gar nicht weiter sehen. Ich gehe einfach mal durch, ne? Ich mach mich fertig. Lasst euch nicht von mir stören. Was geht hier? Hier habe ich nicht ganz so schnell gesehen. Lag da unten was? Ja, da unten lag er. Warum komme ich da nicht hin? Schade. Gibt es noch keinen anderen Weg hin. Ist alles versperrt. Kann ich durch das Kreuz gehen? Nein, das Pentagramm ist ein Loch. What? Gibt es eine Tür in dem Raum? Ich sehe keine Tür in dem Raum. Ist unten die Tür? Ich gucke nochmal unten, wo der Blutfleck herkam. Ja, da war eine Tür. Hier so, ne? Okay. Hier kann ich nicht lang. Ich hasse das Spiel. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel großartig finde, aber es hasse? Ich erinnere daran, dies ist eine Demo. Speicherpunkt ist gut. Hier ist eine Treppe aufgegangen. Hier kann ich runtergehen. Da kann ich ganz ans Ende gehen. Wo bin ich? Ah. Nein! Mortis. Ah! Ah! Macht jetzt auch noch Zeitdruck, ihren Nasen, echt? Ah. Kommt er immer noch hinter mir her? Ich höre das Geräusch zumindest nicht mehr. Hier ist überall Blut, das stört mich jetzt kaum noch. Ich bin ja ein erfahrener Priester. What? Was ist eigentlich mein Ziel im Moment? Offensichtlich nicht rausgehen, denn die Tür unten ist zu. Da oben war was, da oben hat sich was bewegt. Ich will nicht sehen, was. Es hat sich was bewegt. Ich schwöre, da hat sich was bewegt. Da hinten ging es nicht mehr weiter. Da war vorhin Ende, ne? Das ist ja hier jetzt Erdgeschoss wieder. Die Treppe runter war zu. Da war zu. Und da ist immer noch zu. Da ist immer noch zu. Es geht nicht weiter. Doch, es geht weiter. Warum geht das weiter? Warum ist hier Blut? Warum ist hier eine Waschkeller mit Blut? Mein Kreuz! Hey, hier ist dieses Keller-Opferstockwerk. Ah. Hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob ich mag, was ich hier sehe. Ich kann die Maske noch nicht austreiben, falls ich das jemals kann. Mein geliebter Gary.
Die Maske ist, obwohl die Maske schon beschmutzt ist mit Blut, meinem Blut. Das Ritual ist komplett. Du wirst nicht finden, mich in dieser sterblichen Ebene, denn ich bin schon darüber hinaus. Für sie nach mir in der ungesehenen Welt, wenn du dich wagst. Tiffany. Ach, Tiffany, diese Blöde. Die will sich selber Gary opfern? Und dem Unseen Spoken, wie auch immer? Kann ich mich hier genau reinstellen? Umgedrehtes Kreuz und so weiter? Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles ist so seltsam. 70 mal 7. Es gibt diesen Bibelvers. Wie oft soll ich denn meinem Gegenüber verzeihen, wenn er an mir schuldig geworden ist? Soll ich ihm 7-mal verzeihen? Nein, du sollst ihm 7 mal 7 mal verzeihen. 70 mal 7 mal verzeihen. Daher kommt das, ist biblisch. Nicht 7, sondern 70 mal 7. Genau, das ist die Antwort. Wie oft soll ich ihm verzeihen? Nicht 7, sondern 70 mal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Angst, ich mache das jetzt nicht 70 mal 7. Wobei. Kann ich dich austreiben? Alter. Was zum Kühlschrank? Ich bleib jetzt schon. Da gehen immer andere Kerzen an. Da steht der, wo die Kerzen sind, ne? Yes. Nach nur 17.000 Toten habe ich es rausgefunden. Kann ich dich irgendwie komplett vertreiben? Von unten oder? Damn. So macht das ein Protestant. Ich finde das Spiel immer noch viel zu erschreckend. Was ich in dem Spiel machen soll, es ist eine Demo. What? Was für eine angenehme Musik. Jo, Alter. Ich werde bestimmt gut schlafen. Kann ich irgendwas tun? Kann ich das Ruckeln beeinflussen? Nein, wo alt. Aber hier sind überall Kerzen. Gibt's jetzt den 7. Stock? Ich wollte in die 8. Priester John nimmt erstmal was aus einem Flachmann in der Innentasche. Es gibt keinen 7. Stock. Fahr in die 8 und nach rechts. Rechts? Ist das? Ihr wisst was. Ich weiß nicht so gut, wie spiegelverkehrt funktioniert in so einem Spiel. 6, nein 5. Immerhin nicht von Dämonen gestört worden. Na toll, die Tür ist zu. Jetzt kann ich aber runter in die 7, die es nicht gibt. Nein. Es gibt einen 7. Stock. Nicht 7, sondern 70 mal 7. Manchmal ist Fahrstuhlmusik das Beste. Also das dezente Licht sagt mir, geh nach links. Ich möchte das nicht, aber das Licht sagt mir das. Kann ich jetzt das Siegel brechen? Jausa!
Das sieht aus wie die Maske unten und das Messer. Oder wenn man ein bisschen schielt, sieht es aus wie ein super, super schlechtes Meme von 1900, was weiß ich, 99 oder so 2001, diese schlechten kleinen Strichmännchen. Also, Messer und Maske. Maske war ganz unten. Messer war, weiß der Geier. Irgendwo. Brauche ich echt das Messer und die Maske? Das Messer, das kann ich doch gar nicht mitnehmen. Kann ich ja beides nicht mitnehmen. 5 minutes later. Ich meine, es war auf der linken Seite. Hier gehen die Kerzen. Kerzen gehen zu zwei. Hier ist das Messer, hier ist das Messer. Blablabla. Siegel Teil 1 gebrochen. Können wir jetzt speichern? Das wäre echt super. Es wäre so super jetzt zu speichern. Boah, wäre das toll, wenn das Spiel jetzt speichern würde. 6.5 hours later. Neuer Zettel. Blablabla. Das ist doch ein anderer Zettel als eben. Blöm. Welcher Stock war das jetzt? Ich komme schon wieder durcheinander. 4? Mein geliebter Gary. Den Zettel hatte ich schon. Dann gehen wir mal rauf in die 4. In der Hoffnung, dass mich kein Dämon unterwegs angreift. Sagt er in der Waschküche. Also ich werde nicht sagen, aber ich hoffe, die Miete hier ist echt günstig, wenn der Fahrstuhl immer ein bisschen ist und Leute ermordet werden rituell und weiß auch nicht, alle Spiegel kaputt sind und so. 6 months later. Also Gary muss man ja lassen, er hat echt so einen Stil für oder so einen Sinn für Atmosphäre, ne, mit den ganzen Kerzen, die er hier aufbauen lässt. Die Tür ist auf. Hallo. Werden wir Freunde? Lisa! Gott sei Dank geht's sehr gut. John, was hat so lange gedauert? Es ist so dunkel, ich kann nicht das Licht sehen. Ich habe mich beeilt und bin so schnell hier, wie ich konnte. Lass uns gehen, Lisa. Gut, dass ich minimal schneller bin als du. Blablabla. I am melting. Heute John. Bekämpfe es, John. Wie? Ist ja nicht so, dass ich Tasten habe. Das Spiel dauert wahrscheinlich trotzdem 100.000 Jahre. Woran kann ich jetzt erkennen, wer du bist? Sagen wir mal, du bist der. Nein, sagen wir, du bist der. Ja. Okay, das hat dir wenigstens wehgetan. Das ist doch gut. Wehtun ist gut. Drücke übrigens die Leertaste so doll es geht. Woran merke ich jetzt, wo du hingehst? Weil ich dann zu nah bei ihr bin. Ich darf nicht nah bei ihr sein. Oh no, Lisa. 1 eternity later. Warum auch immer. Ich glaube langsam, Gary liebt mich gar nicht. Das war reiner Zufall jetzt, ne? Why? Okay. Mein Auge blutet. Und da ist der Teufel. Ja.
Hallo, John. Es ist schön, dich endlich zu treffen. Gary! Er liebt mich doch. Großes Spiel, echt. Bestes Spiel ever. Katze. Das war der dritte Teil. Das war die Demo zumindest vom dritten Teil. Wir wissen jetzt, was wir schon lange vermutet haben. Gary liebt uns. Der Gegner des Spiels, der 3 Teile, die sich wirklich nach einer Geschichte entspinnen, dass der erste Exorzismus schief gelaufen ist. Dann kam der zweite Exorzismus, wo es um Amy ging, das war Teil 1. Der zweite Teil, wo es um die Geschwister und die Familie von Amy ging. Und jetzt die dritte Demo vom dritten Teil, wo es dann noch weitergeht, dieser Exorzismus, der immer weiter ausgelebt wird in dieser Geschichte. Ich habe es schon mehrfach gesagt bei den anderen beiden Teilen. Ich finde es toll als Christ, dass der Bereich Exorzismus, der ja letztlich ein seelsorgerlicher Bereich ist, wie ich schon mehrfach versucht habe zu erklären, dass der ausgelebt wird im Mainstream-Bereich und auch eben in solchen Horrorspielen. Das ist einerseits, kann man sagen, ist das respektvoll? Das ist ein Fragezeichen. Auf der anderen Seite muss man sagen, so kommt ein Thema wieder in die Erinnerung von einer Kultur, also gleichzeitig als Meme, als Internetphänomen, was christliche Wurzeln hat. Und vielleicht fangen Leute an, so Fragen zu stellen, was ist Exorzismus im echten Leben? Gibt es das wirklich noch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann finden die raus, ja, im Grunde ist das, was meine Kirchengemeinde mit Seelsorge macht, wenn ich Probleme habe. Wenn Leute meinen, Alkohol ist mein Dämon und den muss ich besiegen, dann ist das letztlich nichts anderes, als wo Menschen Hilfe suchen, beten wollen mit anderen Menschen, die für sie beten sollen und wollen. Dann sind wir bei der Seelsorge. Auch wenn die Katze mich noch so doll in die Hand beißt, dann sind wir bei der Seelsorge. Und das, finde ich, ist eine Chance. Und ich als Mitarbeiter einer Kirche möchte das wirklich eher als Chance verstehen, als dass ich es als Kritik an einer Kirche verstehe oder als ins Absurde führen oder als das ist nicht irgendwie einer Kirche gemäß, so etwas zu erzählen. Ganz im Gegenteil, ich finde es toll. Ich habe richtig Spaß daran, das im Mainstream wiederzufinden, in Videospielen, in Filmen, in Serien. Und das ist der Grund, warum ich diesen Kanal mache. Und ich finde es schön, dass wir das hier gemeinsam alle machen können und vor allen Dingen, dass die Katze mich dabei unterstützt. In dem Sinne, bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.